Du bist Linux-Anfänger und hörst GNOME, KDE, Cinnamon, hast aber keine Ahnung, was das heißen soll? Das sind Desktop-Umgebungen oder Desktop-Environments, kurz DEs. In diesem Video zeige ich dir die bekanntesten Desktop-Umgebungen, was sie besonders macht und für wen sie geeignet sind. Ganz ohne Installation, nur zur Orientierung. Und los geht's. GNOME. Beginnen wir mit GNOME. Das ist die Standard-Desktop-Umgebung vieler Distributionen wie Ubuntu, Fedora und Debian. Sie ist modern, minimalistisch und stark auf Produktivität ausgelegt. Statt klassischer Fensterleisten nutzt GNOME eine sogenannte Aktivitätsübersicht zum Wechseln zwischen Anwendungen und Arbeitsflächen. GNOME verzichtet bewusst auf übermäßige Anpassungsmöglichkeiten, wirkt dafür aber sehr aufgeräumt und konsistent. GNOME erinnert auch stark an Tablet-Desktops. KDE Plasma. KDE Plasma ist das genaue Gegenteil. Extrem flexibel, hochgradig anpassbar und visuell ansprechend. Man kann fast jedes Detail verändern, vom Panel bis zu den Animationen. Trotz seiner Funktionsvielfalt ist KDE heute sehr performant und ressourcenschonend. Wer Windows gewohnt ist, findet sich hier schnell zurecht. XFCE. XFCE ist eine der ältesten noch aktiven Desktop-Umgebungen. Sie legt Wert auf Stabilität und Geschwindigkeit, ohne altmodisch zu wirken. Ideal für ältere Rechner oder alle, die einen schlichten Desktop bevorzugen. XFCE ist besonders bei leichten Distributionen wie Xubuntu oder MX Linux beliebt. Cinnamon. Cinnamon stammt ursprünglich von Linux Mint und wurde entwickelt, um ein vertrautes klassisches Desktop-Erlebnis zu bieten. Es kombiniert moderne Technik mit einem übersichtlichen Layout. Unten eine Taskleiste, links das Startmenü, rechts das Systemtray. Cinnamon ist perfekt für Einsteiger, die von Windows kommen. Mate. Mate ist der direkte Nachfolger des alten GNOME 2 und richtet sich an alle, die einen leichten, aber klassischen Desktop wollen. Er ist etwas konservativer aufgebaut, dafür extrem stabil und ressourcenschonend. Viele schätzen ihn für seine Einfachheit und Verlässlichkeit. LXQT. LXQT ist die moderne Variante des früheren LXDE. Leichtgewichtig, modular und blitzschnell. Ideal für ältere Hardware oder minimalistische Setups. Optisch schlicht, aber funktional. Viele Distributionen wie Ubuntu nutzen LXQT als Standard. Budgie. Budgie ist eine relativ junge Desktop-Umgebung, ursprünglich von Solus entwickelt. Sie kombiniert moderne Optik mit einfacher Bedienung. Ähnlich wie GNOME, aber mit klassischerem Layout. Budgie legt Wert auf Eleganz, Übersicht und gute Integration mit GNOME-Apps. In den Aufnahmen für die B-Rolls war ich von Budgie sehr angetan. Cosmic Desktop. Cosmic Desktop ist eine noch junge Desktop-Umgebung, die ursprünglich aus GNOME hervorgegangen ist. Entwickelt von System76 für ihre eigene Distribution Pop! OS. Aktuell wird Cosmic komplett neu in der Programmiersprache Rust entwickelt, mit Fokus auf Performance, Stabilität und modernen, klaren Benutzeroberflächen. Es kombiniert die Einfachheit von GNOME mit einer Anpassungsmöglichkeit und einem durchdachten Workflow für Multitasking. Wie du siehst, hat jede Desktop-Umgebung ihren eigenen Stil und ihre Stärken. GNOME ist modern, KDE flexibel, XFCE und Mate sind leicht und zuverlässig. Cinnamon und Budgie besonders einsteigerfreundlich. Und dann gibt es natürlich noch Cosmic, eine spannende neue Desktop-Umgebung von System76, die zeigt, wie sich Linux weiterentwickelt. Am Ende zählt, womit du dich am wohlsten fühlst, und das Beste ist, unter Linux kannst du sie alle ausprobieren. Wenn dir das Video geholfen hat, lasse ein Like da und abonniere den Kanal Linux Infinite für mehr Tipps rund um Linux, Desktops, Gaming und Alltag.